Heute bei den Leg News hat es ein Mann im hessischen Gedern geschafft, beim Versuch, sich ein paar Biopommes zu frittieren, sein ganzes Haus abzufackeln. Zu dem Brand kam es letztlich, weil der Mann nicht daran dachte, dass wenn man in einen vollen Topf mit heißem Biospeiseöl noch zusätzlich 1 Kilo Biopommes reinwirft, dieses Biospeiseöl über den Rand rausläuft und sich schnell entzünden kann. Aber immerhin war der Hausbrand aus ökologischer Sicht zu 100% Bio. Noch mehr gleich bei den News. Hier ist Berlin mit den aktuellen Leg News aus dieser und der nächsten Welt. Natürlich auch heute Abend, wie immer mit mir, Florian Streletz. Selbstverständlich bin ich heute Abend wieder nicht allein im Studio, sondern auch dieses Mal werde ich unterstützt von den einzigartigen Leg News Korrespondenten aus allen Ecken der Welt. Ob aus New York, Sydney, Kapstadt oder wieder aus Bielefeld oder zumindest vielleicht. Aber kommen wir zuvorerst einmal zu den wichtigsten Nachrichten der Woche und schauen einmal nach Berlin. Letztes Jahr haben wir in Berlin gewählt und dabei war diese Wahl sogar so chaotisch gewesen, dass selbst ich für 15 Minuten regierender Bürgermeister war. Und es tut mir immer noch aus tiefstem Herzen leid, dass ich in diesen 15 Minuten als erstes Potsdam besetzt habe und damit Brandenburg de facto annektierte. Warum? Weil einer der Terrorherrschaft von Günther Jauch in Potsdam endlich ein Ende bereiten musste. Okay, dass ihn irgendjemand, der so aussah wie ich, auch noch versucht hat zu hängen, tut mir persönlich zutiefst leid. Vor allem, dass der Versuch nicht klappte. Dafür war mein Krieg mit Bayern schon viel erfolgreicher, sodass ich diesen sowohl in weniger als 5 Minuten gewinnen konnte, als auch als Tributzahlung Thomas Müller, Manuel Neuer und Serge Gnabry bekam. Nicht für irgendeinen Berliner Fußballverein, sondern einfach nur, damit die Bayern auch mal mit weniger als 40 Punkten Vorsprung Meister werden. Währenddessen in Hamburg. In vielen Nächten träume ich davon, einen richtig großen Bauernhof zu haben, wo mich morgens der Hahn um moderate 9:30 Uhr mit frisch aufgebrühtem Kaffee weckt und ich die Milch für meinen Kaffee direkt pasteurisiert aus den Eutern der Kühe hole. Meistens wache ich dann schweißgebadet auf, denn für einen Berliner gibt es nichts Schlimmeres, als auf einem Bauernhof zu leben, der so weit weg ist von der Zivilisation wie ansonsten nur Christian Lindner von der Welt der Finanzen. Also 1 oder 2 Lichtjahre. Etwas Ähnliches haben nun Polizeibeamte in Hamburg erlebt, die morgens um nicht ganz moderate 6:30 Uhr zu einem McDonald's gerufen wurden. Wie sich herausstellte, befanden sich in dem McDonald's nicht weniger als 180 Hähne, die alle gerade krähten. Warum dort 180 Hähne waren, konnte nicht geklärt werden. Das ist ein Mysterium, wie das in keinem McDonald's dieser Welt die Eismaschine funktioniert. Und das egal zu welcher Uhrzeit. Derweil in Wien. Spätestens nach dem Erscheinen der Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition, einprägsamster Name aus 2021, hat meine Tante Erna wieder ihren Seniorinenkurs Krav Maga ist kein Dressing reaktiviert. Denn meiner Tante Erna ist es schon lange ein Dorn im Auge, dass gerade Senioren bei GTA oft überfahrene Opfer sind. Und da Berlin quasi eine inoffizielle Erweiterung von GTA 5 ist, macht das auch vollkommen Sinn, die älteren Damen kampffit zu machen. Auch wenn das nun bedeutet, dass vermehrt Seniorinnen-Gangs die Bingo-Hallen unsicher machen oder vor den angesagten Clubs stehen und auf Krawall aus sind. Nur leider hat scheinbar eine 86-jährige Seniorin aus Wien den Kurs meiner Tante etwas falsch verstanden und bei einem gemeinsamen Filmabend in ihrem Seniorenheim einer anderen 79-jährigen aus Protest über die Filmwahl Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Allerdings muss man dazu sagen, dass die 79-jährige Dirty Dancing für den Filmabend ausgesucht hatte und da ist Pfefferspray ins Gesicht zu bekommen schon gerechtfertigt. Unterdessen in Miami. Bis ich 24 wurde, also quasi gestern, war ich Fußballer beim Verein der ersten Fußball-Bundesliga, das wir 2003
aus der Bundesliga abgestiegen sind, war bestimmt nicht mein Verschulden, sondern schon damals hat uns der Schiedsrichter Robert Holzer absichtlich verlieren lassen. Nur doof für ihn und das Café King, dass wir selber viel mehr Geld auf unsere Niederlagen gewettet hatten, als es meinem Verein Energie Cottbus lieb war. Was ich jedoch noch nie in einem Stadion erlebte, ist nun der Mannschaft vom FC Toronto passiert, die gerade auf den Platz gelaufen waren für das Spiel gegen den mexikanischen Verein Cruz Azul, das Corona-bedingt in Miami stattfand. Dort wartete auf die kanadischen Spieler ein Alligator in der Spielfeldmitte. Wie sich herausstellte, das Maskottchen von Cruz Azul. Jedenfalls musste das Spiel später abgebrochen werden, da der FC Toronto nicht mehr genügend Spieler hatte. Aber dafür war der Alligator mehr als satt. Nur schalten wir jetzt noch einmal schnell zum Wetter und unserem Wetterkorrespondenten Froschi Freitag mit der aktuellen Wettervorhersage für die nächsten 3 Tage. Danke, Froschi Freitag. Und immerhin bedeutet diese Wettervorhersage, dass es auch in den nächsten Tagen 35 Grad gibt. Also ein fast normaler Februar. Das waren die Late News, aber keine Sorge, wir sehen uns wieder am Dienstag dann zur Show. Und nicht vergessen, alles andere da draußen sind nur Fake News.